warum entstehen Kriege? Durch Missgunst, durch Neid, durch Unzufriedenheit. So entsteht Kampf und Krieg und Streit. Und wenn jeder für sich wirklich gut sorgen würde und ja, seinen Weg findet, seinen Herzensweg, dann wird die Welt ganz anders aussehen. Hi, ich bin Irene. Ich lebe seit einem Jahr in meinem Minicamper. Ja, was das Wichtigste an meinem Camper ist, ist, glaube ich, dass das so klein ist, aber alles drin ist und unglaublich funktional und dass es von außen nicht als Camper unbedingt zu erkennen ist. Also ich habe da halt auch schon in einer Großstadt drin übernachtet, mitten zwischen parkenden Autos, und das fällt halt nicht auf. Und trotzdem war es mir wichtig, dass es einfach auch mein Zuhause wird und dass es gemütlich wird und dass ich mich wohl da drin fühle. Und ich kann irgendwie nur sagen, es ist so, ich glaube, das Zuhause, in dem ich mich am wohlsten jemals gefühlt habe. Also meine Küche, ich habe hier ja, eigentlich irgendwie alles, was man braucht. Ich habe hier eine Kühlschublade, die ist wunderbar. Allerdings Freitag ging sie nicht mehr. Ich war schon voll in Panik. Aber es war Gott sei Dank ein anderes Problem, nämlich mit dem Sicherungshalter. Also jetzt geht sie wieder. Da habe ich nämlich schon gedacht, oh je, wenn das kaputt geht, dann darf ich die ganze Küche ausbauen. Weil das alles so, es ist so ein bisschen Tetris-mäßig hier eingebaut. Ja, es darf eigentlich nichts kaputt gehen, weil dann muss ich alles auseinandernehmen. Also hier ist die Kühlschublade. Dann habe ich hier eine Induktionskochplatte. Ja, weil ich habe auf dem Dach Solar und habe zwei große Lithium-Batterien, also je 125 Ampere-Stunden und einen Wechselrichter mit 2000 Watt, was man wahrscheinlich diesem kleinen Auto auch nicht so unbedingt ansieht. Das ist ein Mercedes Citan, ein Diesel, 109 CDI, und das ist die XXL-Version, das heißt die Maxi-Länge. Das heißt, ich habe hier drin wirklich eine Länge im quasi meinem Wohnraum von knapp 2 Metern. Dann habe ich hier eine wunderschöne Arbeitsfläche. Also so groß hatte ich sie in meiner letzten kleinen Wohnung nicht mal. Dies hier ist ein Strandgutfund von Amrum, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe. Ja, hier habe ich meine ganzen Gewürze. Das ist, ich meine, das sieht man ja oft im Vanlife, das ist für mich aber die Rettung, weil wenn ich mir vorstelle, das soll ich alles in die Schränke packen, das nimmt halt so viel Platz weg. Dann habe ich hier Stauraum, da habe ich eine ganze Menge so an Vorräten drin. Und auch hier die Überlegung, Gott, wie kriege ich das hin, dass die Türen nicht während der Fahrt aufgehen. Da habe ich dann irgendwann, das ist ja glaube ich auch aus dem Yachtbereich, ist eigentlich gedacht, um eine Tür so festzuhalten, aber ich habe das ein bisschen umfunktioniert. Und hier habe ich mein Geschirr drin, was ich brauche. Eigentlich viel zu viel, so viel brauche ich gar nicht. Also zumindest nicht 3 Becher. Das hat sich so ergeben. Hier ist mein Waschbecken. Ich habe halt einen Kanister, 12 Liter, nicht viel, aber ich verbrauche auch nicht so viel. Also ich bin sehr, sehr, sehr sparsam mit dem Wasser. Und auch ein Abwasserkanister, das sieht man besser von der Seite. Ja, das ist meine Fliesen, mein Fliesenspiegel von der Küche. Ich hatte das erst einfarbig gemalt und fand das so langweilig. Und ich habe witzigerweise das ist schon länger her, habe ich mal 3 verschiedene Blautöne gekauft, als ich für eine Freundin so Farben kaufen wollte oder als Geschenk. Und fand ich diese Farben so toll. Und die standen immer bei mir rum und ich wusste nie, was ich damit machen soll. Und ich habe diese Fliesen halt aufgemalt. Ich habe mir halt mit dem Bleistift das vorgezeichnet, wie ich das haben wollte. Dies war hier die Vorlage für die Größe und das Schild. Und da habe ich mir das so mit Bleistift angezeichnet und dann habe ich einfach gepinselt und habe mir hierfür so einen Eddingstift gekauft, so einen
wo man die Fliesen nachmalen, die Fugen nachmalen kann. Und den habe ich halt dafür verwendet. Ja, und ich finde, mir gefällt es total. Anfang 2018 hatte ich einen Burnout. Ich habe fast 10 Jahre in einer Uniklinik gearbeitet als Psychologin und immer da, wo es um Leben und Tod ging. Und ich habe halt, ja, das ist halt ein Problem des Gesundheitssystems, dass es halt nur Mangel gibt. Und es gab halt mangelndes Personal. Also ich war da die einzige Psychologin in dem Bereich, habe die letzten Jahre in der Kinderklinik gearbeitet. Und ich weiß es noch wie heute, wie ich den letzten Tag, bevor ich da wirklich rausgefallen bin, hatte ich irgendwie 7 Kinder auf der Intensivstation. Bei 2 war nicht klar, ob die überleben. Und man kann sich, ich weiß, jeder, der Kinder hat, kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie es den Eltern ging. Und ich habe die betreut und habe die unterstützt. Und das war aber zuletzt so wie ja, Krisenintervention am Fließbandverfahren. Und ich habe manchmal 10, 12 Stunden gearbeitet und ich konnte mich halt da in dem Fall ganz schlecht abgrenzen. Ich konnte nicht sagen, oh, ich bin jetzt erschöpft, ich möchte nach Hause oder mein Sohn dreht gerade zu Hause am Rad, ich muss mich um ihn kümmern. Wenn ich weiß, da liegt halt ein Kind und es ist nicht klar, ob es überlebt. Und dann war das immer so, dass, ja, was sind denn meine Probleme dagegen? Und das fiel mir total schwer. Und das ging so lange, bis mein Körper wirklich gestreikt hat. Und es fing ganz harmlos an mit einem Tinnitus. Aber eine Kollegin meinte dann, du musst zum Arzt gehen, das kann ein Hörsturz werden. Und ich habe das dann brav gemacht und die Ärztin wollte mich krank schreiben. Da habe ich gleich gesagt, nee, es geht nicht, ich habe keine Vertretung, das geht nicht, ich muss zur Arbeit. Und da, als sie hörte, was ich machte, da hat sie gesagt, ey, jetzt schreibe ich sie aber mal gerade krank, also es geht ja wohl überhaupt nicht. Und da hat sie mich krank geschrieben und dann habe ich erst gemerkt, wie erschöpft ich war. Also ich hatte so ein Erschöpfungssyndrom. Ich bin dann danach die Wochen, ich bin überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen. Also ich lag eigentlich nur auf dem Sofa und ich konnte gar nichts. Mein Arzt hat mir dann gesagt, mir verschrieben, ich soll spazieren gehen und wenn ich schleiche wie eine Oma und ich bin wirklich, es ist unglaublich, ich bin über eine 4-spurige Straße nicht in eine Ampelphase rübergekommen. Und ich war halt immer agil und fit. Ich habe früher Hochleistungssport gemacht, das war für mich so schrecklich. Dieser Körper hat so einfach nicht mehr funktioniert, der hat so gestreikt. Also mein Badezimmer, erstmal habe ich hier oben meine Fächer, wo meine Badsachen drin sind. Und ich wollte unbedingt eine Trockentrenntoilette haben. Da habe ich halt auch ewig drüber gegrübelt, wo ich die hinpacken soll, weil ich wollte dann auch gerne, dass es möglich ist, dass ich nachts, wenn das Bett gebaut ist, die benutzen kann. Erst habe ich immer gedacht, hier, aber das ist viel zu flach und das ging alles nicht. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich sie hier reingebaut habe. Also hier ist meine Trockentrenntoilette drin. Das habe ich halt auch selber gebaut mit diesem Trenneinsatz. Ja, ich habe dann noch eine zweite Runde im Gesundheitssystem gedreht und habe einfach gemerkt, das ist überall das Gleiche. Ich will da nicht mehr arbeiten. Und letztlich habe ich mich einfach selbstständig gemacht als Psychologin und wollte aber nicht mehr in diesem normalen Leben leben und habe Ende 2020 meine Wohnung gekündigt. Da hatte ich halt dieses Auto schon, das habe ich im Sommer 2019 gekauft und habe angefangen, das auszubauen und habe einfach Videos gesehen. Ich habe ganz viele Videos gesehen, auch von Menschen, die anders leben. Und mein erster Gedanke war mir, ein Tiny House zu bauen, weil ich auch nicht mehr in so einem Betonklotz leben wollte, in einer Wohnung, sondern ich wollte irgendwie mobiler sein. Ich habe so festgestellt, ich bin nicht gemacht für so immer an einem Ort zu sein. Und ich liebe Reisen, wobei das kam dann erst später, weil ein Tiny House, damit reist man ja auch nicht rum. Aber da kam dann irgendwann auch der Gedanke auf, da habe ich plötzlich so ein Video gesehen über so einen, der sich so ein Hochdachkombi ausgebaut hat und da drin lebt. Und da habe ich gedacht, oh, wie toll ist das denn? Damit kann ich ja überall hinreisen und dann habe ich immer mein Zuhause dabei. Ja, ich wollte irgendwie eine Möglichkeit haben, einen Tisch anzubringen und kam irgendwann auf die Idee, so Kupferrohre zu nehmen. Und dies war eigentlich erst der zweite Gang. Also drin in der Küche ist sozusagen die erste Idee gewesen. Ich wollte eine Aufhängmöglichkeit für den Tisch haben. Und diesen Tisch habe ich halt
Ja, das ist eine sehr spezielle Konstruktion. Das ist ja alles nach und nach entstanden. Also das ist so von so einem Gardinenhalter, so einer Gardinenstangenhalterung. Hier habe ich das einfach aus diesem Holz gebaut, habe da so eine Nut reingefräst, wo das genau reinpasst. Und dann kann ich das halt hier einhängen und ich kann das halt überall hinhängen. Und da ich das verschieben kann, kann ich das hier hinhängen. Ich kann das auch hier, wo die Kühlschublade ist. Deswegen ist dieser Halter so ein bisschen angepasst, dass der überall hinpasst. Und ich kann ihn dann eben auch hier an beide Türen hängen. Ja. Und habe mir auch einen Sitz gebaut, dass ich hier auch sitzen kann. Das ist meine Betterweiterung, die kam auch im Nachhinein. Also ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt gar nichts geplant in diesem Auto. Gar nichts. Ich habe das gekauft, ich habe ganz viele Videos angeguckt und ich hätte am liebsten einen Plan gemacht, so wie manche das auch machen mit SketchUp oder so, wo man vorher alles weiß, wo was hinkommt. Das funktionierte bei mir irgendwie nicht. Und das Einzige, was ich wusste, auf dieser Seite will ich das Bett haben und auf der Seite möchte ich sowas wie die Küchenzeile haben. Und alles andere ist nach und nach entstanden. Und zwar über 2 Jahre. Und das Bauen hat gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe natürlich nicht 2 Jahre durchgebaut. Das meiste, was Zeit gekostet hat, war jedes einzelne Detail irgendwie rauszufinden, wie will ich das haben und wie kann ich das umsetzen. Also ich muss dazu sagen, ich habe das nicht gelernt. Ich bin keine Handwerkerin. Ich bringe vielleicht handwerkliches Geschick mit, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Und so war es eben auch. Ich bin durch den Baumarkt gelaufen, ich werde das nie vergessen. Ich wusste das mit diesen Kupferrohren. Ich fand das einfach so cool. Ich kannte das sowas auch aus irgendwie so einem Bartresen, aus einer Kneipe oder so. Und da bin ich mit diesen Kupferrohren durch diesen Baumarkt gelaufen und dachte irgendwie, wie soll ich die da anbringen? Ich habe dann noch einen Verkäufer gefragt, dem das ungefähr erklärt, der konnte da gar nichts mit anfangen. Ja, und dann kam ich irgendwann auf die Idee, als ich durch die wirklich mit überall durchgelaufen bin, dann habe ich so Rundhölzer gefunden, Buchen-Rundholzstäbe, und kam dann auf die Idee, die so in kleine Stücken zu schneiden und einfach da reinzuschrauben und einfach so ausklappen. Dann habe ich da halt noch, da hinten noch Polster und ich habe hier in jeder Klappe habe ich so einen Auszug drin und so habe ich meine Betterweiterung. Und irgendwann kam ich auf die Idee, als ich das mit dem Tisch hier hatte, auch Mensch, es wäre auch toll hier zu sitzen. Und dann war das so lustig, dann habe ich gedacht, Mensch, ich könnte ja vielleicht diese auch noch dafür nutzen. Und dann hatte ich ja diese Metallwinkel da dran und dann sind da unten so eine Löcher. Dann habe ich gesagt, Mensch, man könnte das irgendwie so machen. Dazu musste ich dann die etwas verkleinern, weil es nicht ganz passte. Aber so, also es passte halt ziemlich perfekt. Da brauchte ich nur noch Beine. Da habe ich dann auch lange gegrübelt. Und dann habe ich mir Beine gebaut. Und die habe ich hier so eine Einschraubmutter da reingemacht. Und das ist auch von Gardinenstangen, diese Halterung. Ach so, und da habe ich so eine Stockschraube reingedreht, also für jemand, der das vielleicht sich mit auskennt. Dann kann ich das da reinschrauben. Ja, und dann passt das hier direkt da rein. Da muss ich mal gucken, wie der Untergrund ist. Hier ist er jetzt gerade nicht so perfekt. Kann ich sonst da noch was drunter machen. Und was ich dann auch noch gefunden habe, dass hier diese Polster, dass die da zufällig auch direkt drauf passen. Und dann habe ich hier meinen Sitz und kann hier an meinem Tisch sitzen mit Blick aufs Meer. Ja, ich bin verheiratet. Ist vielleicht etwas ungewohnt. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, die sind 21 und 22. Und es war halt so, dass mein Mann und ich schon uns fast eigentlich trennen wollten. Das war noch vor meinem Burnout.
Das muss davor gewesen sein, ein halbes Jahr davor oder so, glaube ich. Ich wollte einfach dieses Familienleben so auch nicht mehr. Unsere Beziehung hat so darunter gelitten. Wir haben uns oft gestritten über Kindererziehung und waren da nicht gleicher Meinung. Das war immer ein Streitpunkt. Und ich hatte immer gedacht, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann werden wir uns wunderbar verstehen. Aber es hat irgendwie vorher schon ziemlich so geknallt und wir dachten irgendwann, oh Gott, nee. Ich weiß noch, wie mein Mann sagte, ja, lass uns lieber trennen, bevor wir uns irgendwie die Köpfe einschlagen oder uns nicht mehr mögen. Also es hat mich so berührt. Und dann haben wir auch damals geguckt für ihn eine Wohnung. Wir hatten eine Familienwohnung, sehr teure in Hamburg, eine Neubauwohnung, so einen richtig schönen Betonklotz. Und da haben wir dann entschieden, dass er auszieht und sich eine Wohnung sucht. Und ich weiß noch, wir haben uns zusammen eine Wohnung angeguckt und ich werde auch nie vergessen, nachdem wir das so entschieden hatten, da war in mir plötzlich so eine Freude. Dann kann ich ihn besuchen, dann können wir wieder Freunde sein, dann können wir wieder unbeschwert miteinander, unabhängig von den Kindern sein, können wir in seiner Wohnung sein. Ich habe mich irgendwie total gefreut, es war ja so widersinnig, also wir wollen uns jetzt trennen und so. Okay, so war dann der erste Stand und dann wollten wir das unseren Kindern sagen. Und meine Tochter die hat so angefangen zu heulen. Ich glaube, da war sie 17 oder knapp 18. Die hat so geweint und die hat uns angeschrien. Und ihr sagt immer, dass man was für die Beziehung tun muss. Und die war auch so wütend. Und wir waren völlig geschockt von ihrer Reaktion. Wir dachten, naja Gott, die sind ja also schon fast erwachsen. Ja. Und das hat uns so ein bisschen zurückrudern lassen. Und dann haben wir nochmal neu geguckt. Und dann hatte ich, wie gesagt, da meinen Ausfall. Und dann, als ich pilgern gegangen bin, bin den Franziskusweg in Italien gepilgert. Wunderschön, kann ich jedem empfehlen. Ist aber mega anstrengend. Da ist in mir so der Gedanke gewachsen, Mensch, vielleicht geht es auch anders. Und ich möchte eigentlich meine eigene Wohnung haben. Ich möchte mich überhaupt nicht trennen. Aber ich möchte meine eigene Wohnung haben und ich möchte nochmal ganz neu für mich lernen, was Leben für mich heißt, was für mich Sorgen heißt. Ich habe vorher immer irgendwie nur für alle anderen gesorgt. Ja, und das habe ich dann versucht umzusetzen. Es hat nicht so gleich geklappt. In meiner ersten Wohnung ist dann erst mein Sohn mit zu mir gezogen und dann ist noch meine Tochter wieder zurückgezogen, weil ihre WG nicht geklappt hat. Und dann waren wir auf 45 Quadratmeter zu dritt, plus dem Freund meiner Tochter. Das war so. Und mein Mann hatte sein Paradies gefunden, ein wunderschönes Haus mit großem so ein Häuschen mit so einem Garten. Ja, hier ist meine Schaltzentrale. Das ist für meinen Wechselrichter, die Fernbedienung. Und hier unten sind zum einen, das ist der Frischwasserkanister, 12 Liter, und hier ist 12 Liter Abwasserkanister. Und es geht gerade der Kompressor von der Kühlschublade an. Der ist nämlich hier verbaut. Das Tolle ist, dass man den da hinten abbauen konnte, sonst hätte das halt eben gar nicht reingepasst. Das ist halt sehr eng. Ich habe hier auch noch so einen Hahn, wo ich das Abwasser nach unten ablassen kann. Ja, und wenn ich einfach eigentlich nutze ich überhaupt kein Spülmittel, ich nutze eigentlich nur Wasser, dann habe ich das halt auch oft offen und dann läuft das halt immer raus, beziehungsweise ich brauche ganz wenig Wasser. Das ist auch mein Kleiderschrank, genau. Der hat auch so ein paar Besonderheiten. Also erstmal war das ein Akt, den da reinzubauen, also dieses Fach da reinzubauen. Das geht halt bis ganz vorne vor. Also das sieht man jetzt nicht, weil es geht halt ganz, ganz hinten durch. Es ist ziemlich viel Stauraum. Und hier habe ich noch mir einen Spiegel eingebaut. Und auch Licht, hier mit so einem kleinen Schalter. Den fand ich auch irgendwie ganz cool. Und was auch besonders ist, das ist dieses hier. Das ist halt von einem guten Freund eine alte Lederhose. Seine alte Motorradlederhose. Die habe ich hier halt verbaut, da und auch hier oben. Und hier hinten habe ich diese Lederhose verbaut. Ich habe mich selbstständig gemacht als Psychologin. Ich möchte online arbeiten als Mentorin und möchte eigentlich Menschen unterstützen, die
die auch was in ihrem Leben verändern wollen, die so eine schleichende Unzufriedenheit merken mit ihrem Leben und wirklich das gravierend ändern wollen. Und das ist so mein tiefster Wunsch, andere Menschen dabei zu unterstützen, eben auch ihren Herzensweg zu gehen. Und das heißt für mich sozusagen, das Oberthema meiner Selbstständigkeit ist Fit for Future for a Better World. Und ich glaube einfach daran, wenn jeder Einzelne für sich sorgt und für sich den eigenen Weg findet und damit glücklich ist und zufrieden ist, dass das auch in der Welt was verändert. Weil wir sind nur, warum entstehen Kriege? Durch Missgunst, durch Neid, durch Unzufriedenheit. So entsteht Kampf und Krieg und Streit. Und wenn jeder für sich wirklich gut sorgen würde und ja, seinen Weg findet, seinen Herzensweg, dann wird die Welt ganz anders aussehen. Ja, also wenn ich mein Bett baue, dann nutze ich hier meine Auszüge. Ich nehme normalerweise nur die beiden, weil an den Füßen brauche ich irgendwie nicht so viel Platz. Und dann kann ich nämlich hier auch noch sitzen. Und dann kommen die Polster hier hin. Und dieses Polster, das kommt da hin. Und hier ist meine große Kiste. Da habe ich halt mein ganzes Bettzeug drin. Also die ist ganz, ganz tief nach unten. Ich habe also eine richtige Bettdecke. Und dann habe ich hier ein sehr gemütliches Bett. Und das Schöne ist auch immer mit den Rücksitzlehnen, dass man hier einfach sich so gemütlich anlehnen kann. Und ja, hier kann ich auf dem Handy was gucken oder kann da auch meinen E-Book-Reader dran machen. Ja, oder kann auch den Blick aufs Meer genießen. Ich glaube, dieses immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, das hält einen flexibel oder macht einen sogar flexibler. Je mehr man sich so zurücklehnt in seine Komfortzone und in seinem Sofa es bequem hat, vielleicht noch einen schönen im Fernsehen was guckt, umso unflexibler wird man und umso mehr Ängste kriegt man auch noch, da rauszugehen in die Welt oder sich was zuzutrauen. Und für mich ist das auch wie ein Muskel, den man trainiert. Dass man sich traut, was Neues in Angriff zu nehmen. Und das habe ich immer wieder, dass es so eine Hürde oft ist, irgendwo fremde Menschen kennenzulernen, in eine fremde Umgebung zu kommen. Und wenn man sich das vorstellt, so ein Vanlife ist halt, da ist alles immer wieder neu. Also wenn ich mir vorstelle, zu Hause, da weiß ich genau, wo in meiner Wohnung alles ist. Gut, das weiß ich hier im Auto auch. Aber da weiß ich, wo der nächste Supermarkt ist, wo der Bioladen ist. Da weiß ich, wo die Tankstelle ist, wo ich normalerweise tanke. Ich weiß im Supermarkt sogar genau, wo was steht. Und wenn ich hier bin, ich muss überhaupt erst mal rausfinden, wo finde ich einen Supermarkt, wo finde ich einen Waschsalon, wo finde ich eine Tankstelle, wo ist das? Und mich in jedem Laden erst mal zurechtfinden. Dann noch in einer fremden Sprache, die ich nicht spreche. Ja, das sind viele Herausforderungen, die mich aber irgendwie, ja, jung halten, frisch halten, flexibel machen und auch mein Mutmuskel trainieren. Ja, für die Fenster habe ich halt mir diese Gardinen oder wie man das nennen soll, genäht. Die sind aus Schiebegardinen von Ikea. Die habe ich einfach mit Magneten angebracht, weil so kann man halt von außen auch tagsüber gar nicht reingucken. Also man sieht von außen nichts, was hier drin ist. Aber von innen kann ich trotzdem rausgucken und es kommt Licht rein. Natürlich nicht so viel, als wenn die nicht da wären, aber ich kann sie ja jederzeit einfach abmachen und dann habe ich es heller. Aber in der Regel habe ich die meistens davor, weil wenn ich Licht haben will, mache ich einfach die Tür auf oder gehe raus. Und Gardinen, das waren auch die letzten Gardinen aus meiner Wohnung. Die sind Verdunkelungsgardinen und ich kann das halt alles so verdunkeln, dass man von außen nicht sieht, wenn ich da drin bin und Licht an ist im Dunkeln. Also es ist halt sehr praktisch. Ich kann wirklich in einer Großstadt stehen und da drin leben, mir was zu essen machen und Licht anhaben und man sieht es von außen nicht.
Doch, es gab schon so Situationen, als gerade zum Beispiel, als diese Kühlschublade ausfiel und ich dachte, oh mein Gott, also da kamen so die ersten Bilder in meinem Kopf, ich muss diese ganze Küche auseinandernehmen, oh Gott, die Kühlschublade ist kaputt und ohne Kühlschrank. Also so fing das an und ich konnte mich dann Gott sei Dank so zurückholen und nicht in dieses Drama gehen. Also ich kann mir alle Katastrophenszenarien in meinem Kopf ausmalen. Und das habe ich einfach sein lassen. Habe das mal so 2 Tage sacken lassen und gedacht, mein Gott, man kann auch ohne Kühlschrank überleben und irgendwie würde das auch gehen. Früher gab es sowas auch nicht. Und da hatte ich erst so den Gedanken, oh, jetzt muss ich zurückfahren und ich kann das hier ja nicht unterwegs. Und da merke ich immer wieder, es ist noch so mein altes Ich und diese alten Muster und wie was zu funktionieren hat. Und nee, ich will auf gar keinen Fall wieder in meinen Betonklotz zurückziehen, überhaupt nicht. Und darum geht es, glaube ich, auch. Zu lernen, wie was anders gehen kann. Und da ist unser Verstand oft so beschränkt. Und ich habe dann 2 Tage gewartet und habe einfach meinen Verstand mal Stillschweigen aufoktroyiert. Er durfte mal die Klappe halten. Und dann kam halt eine Idee und dann kam die Lösung. Und die war dann so einfach, ich musste ja gar nichts auseinandernehmen. Nur meinen Sicherungshalter, also es war keine Sicherung, ich habe einfach einen anderen Steckplatz genommen, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Aber sie funktioniert wieder. Und ich glaube, darum geht es auch, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgebrochen auf diese Reise, rauszufinden, wer bin ich, wie kann ich mit Herausforderungen umgehen und ja, so aus meiner Komfortzone zu kommen und weiterzulernen und wirklich herausfinden, wie möchte ich leben? Was macht mich, was erfüllt mich? Was macht mich glücklich? Und das fällt mir hier so viel leichter, so dicht an der Natur und das möchte ich irgendwie gar nicht missen. Ich saß nicht immer schon hier und auf Teneriffa und in der Sonne und guck aufs Wasser. Es gab ganz andere Zeiten in meinem Leben und was, glaube ich, das Allerwichtigste für mich war für mich die Message, nicht nach außen zu gucken, was andere machen oder was andere meinen, was vielleicht richtig sein könnte oder wie der Weg geht. Da habe ich mich so oft verleiten lassen, sondern wirklich nach innen zu gucken und tief in mich hineinzugucken. Was ist in mir? Was sind meine Träume? Ich wusste das lange gar nicht. Ich wusste nicht, was mir gut tut. Ich wusste gar nicht, welche Bedürfnisse ich habe, was ich wirklich für echte Bedürfnisse ich habe und wie ich die erfüllen kann. Ich wusste das nicht. Und das ist für mich auch so ein bisschen auf dieser Reise, so das rauszufinden. Und darum geht es, glaube ich, mich selber wirklich kennenzulernen und rauszufinden, was sind meine Wünsche. Und dann, ich glaube, was für mich ganz wichtig war, ich neige erstens zu Perfektionismus, zweitens neige ich dazu, irgendwie zu denken, ich muss gleich alles auf einmal schaffen. Und da ein Stück weit zurückzugehen, in meinen Ansprüchen ein Stück zurückzugehen und vor allen Dingen mit dem ersten Schritt anzufangen. Zu überlegen, was kann ein ganz, ganz, ganz kleiner erster Schritt sein, in eine Richtung, in die ich vielleicht gehen möchte. Und mir erstmal nur den vorzunehmen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich sitze in meinem Betonklotz, ich habe meine Familie, ich muss für Kinder sorgen, ich habe meinen stressigen Job, was ich sonst noch vielleicht alles Eltern zu versorgen oder was auch immer da noch sein mag. Wenn ich diesen ganzen Komplex nehme und denke, so und jetzt will ich aber auf Teneriffa leben, in der Sonne. Der Schritt von hier bis da, der ist so groß, dann fangen wir gar nicht erst an. Und für mich war das ein längerer Weg. Und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt war für mich auch, viel mehr auf meine innere Stimme zu hören oder auf meine Intuition oder wie immer man das nennen will und nicht auf meinen Verstand. Und ich habe auf diesem Weg irgendwann gelernt, je mehr mein Verstand gegen etwas wettert, umso richtiger ist der Weg.